Herzlich willkommen im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlshorst. Mein Name ist Elisabeth Anschütz. Wir befinden uns hier im letzten Raum der Dauerausstellung Deutschland und die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg 1941 bis 1945. Dieser Raum widmet sich den Kriegsfolgen. Wir gehen heute davon aus, dass etwa 60 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg ihr Leben verloren haben. Er gilt damit als der verlustreichste Krieg in der Geschichte der Menschheit. Auf der Karte sehen Sie die Opferzahlen weltweit. Auf den verschiedenen Ländern sind die Opferzahlen durch blaue Säulen für die ZivilistInnen und schwarzen Säulen für die Soldaten dargestellt. Sie sehen, dass in den meisten beteiligten Ländern mehr ZivilistInnen als Soldaten ums Leben kamen. In der Sowjetunion verloren 27 Millionen Menschen ihr Leben. Davon waren mindestens 14 Millionen ZivilistInnen. Das sind bei weitem mehr Kriegsopfer als in allen anderen Ländern. Das führt uns zu der Leitfrage für diesen Einblick in unsere Ausstellung. Wie kam es zu den hohen Opferzahlen in der Sowjetunion, vor allem unter der Zivilbevölkerung? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, was das für ein Krieg war, den das Deutsche Reich gegen die Sowjetunion seit dem 22. Juni 1941 über fast 4 Jahre lang führte. Und welche besonderen Bedingungen für diesen Krieg galten. Wir beginnen im ersten Raum der Dauerausstellung, dem sogenannten Kubus, einem Raum im Raum, der die Planung des Krieges gegen die Sowjetunion in ihren wesentlichen Zielen und Formen thematisiert. Im Unterschied zu den anderen Feldzügen der Wehrmacht war der Krieg gegen die Sowjetunion von vornherein, das heißt schon in der vorbereitenden Phase, als Vernichtungskrieg geplant. Neben den von Hitler entwickelten Lebensraumplänen, die in den 20er Jahren entstanden, wurde im Mai 1941, unmittelbar vor Beginn des Krieges, die wirtschaftliche Ausbeutung der Sowjetunion beschlossen. Ein entscheidendes Element der Kriegsplanung zu diesem Zeitpunkt war die sogenannte Hungerpolitik. Anfang 1941 entstanden Pläne, den Getreideüberschuss der Sowjetunion zu erhöhen, indem man die dort lebende Bevölkerung aushungern lässt. Die Pläne der kühl kalkulierten Hungerpolitik sahen die rücksichtslose Ausbeutung der besetzten Gebiete vor und stehen im direkten Zusammenhang mit dem Vernichtungskrieg der Wehrmacht. Am 2. Mai 1941 treffen sich politische und militärische Einrichtungen, um die ökonomischen Bedingungen des Feldzuges in der Sowjetunion zu besprechen. Dabei wird übereinstimmend festgestellt, dass der Feldzug gegen England nur weitergeführt werden kann, wenn die Wehrmachtssoldaten aus den Ländern der Sowjetunion ernährt werden. Der Krieg ist nur weiterzuführen, wenn die gesamte Wehrmacht im 3. Kriegsjahr aus Russland ernährt wird. Hierbei werden zweifellos zig Millionen Menschen verhungern, wenn von uns das für uns Notwendige aus dem Land herausgeholt wird. Das Zitat ist eine Aktennotiz dieser Besprechung. Die dort protokollierten Beschlüsse hatten für die einheimische Bevölkerung verheerende Auswirkungen. Hauptopfer dieses Vorgehens waren die sowjetischen Kriegsgefangenen und die Zivilbevölkerung. Wie die Situation für die Kriegsgefangenen aussah, schauen wir uns im Themenraum Sowjetische Kriegsgefangene genauer an. Das Deutsche Reich hatte internationale Abkommen wie die Genfer Konvention von 1929 unterzeichnet. Damit sollte eine menschenwürdige Behandlung von Kriegsgefangenen gewährleistet werden. Es regelte die Ausstattung von Lagern, zum Beispiel den Bau von Baracken und Sanitäranlagen, sowie die Versorgung mit Nahrung und Medizin. Entgegen der internationalen Abkommen, die auch das Deutsche Reich anerkannt hatte, hielt die Wehrmacht gegenüber der Roten Armee die völkerrechtlich festgelegten Regeln für eine humane Behandlung von Kriegsgefangenen nicht ein. Die mangelnde Versorgung führte zum Hungertod von mehr als 2 Millionen Gefangenen bis Frühjahr 1942. Die katastrophalen Zustände in den Lagern führten dazu, dass 60% der sowjetischen Kriegsgefangenen starben. Zum Vergleich: in Lagern für westeuropäische Gefangene waren es nur 3,6%. Mit insgesamt mehr als 3 Millionen Toten bis Kriegsende sind die sowjetischen Kriegsgefangenen eine der größten Opfergruppen deutscher Massenverbrechen.
Lassen Sie uns zum zweiten Beispiel, der sowjetischen Zivilbevölkerung, übergehen. Der Alltag für die Zivilbevölkerung unter deutscher Besatzung wurde von vielen Faktoren bestimmt. Wir konzentrieren uns auf einen einzigen, aber wesentlichen Aspekt, die Versorgung mit Lebensmitteln. Was sah die Planung vor? Wie sah der Alltag für die Bevölkerung aus? Die geplante Hungerpolitik kalkulierte langfristig 30 Millionen Hungertote ein, vor allem in den russischen Gebieten. Sie führte zu dem Entzug der Lebensgrundlage für die Menschen in den besetzten sowjetischen Gebieten, die die gesamte Ukraine, Belarus und einen großen Teil des europäischen Russlands umfassten. 500.000 Menschen fiel den Überfällen der Wehrmachtssoldaten auf ihre Dörfer zum Opfer. Dabei raubten die Soldaten Vieh- und Agrarprodukte und zerstörten Hunderte von Dörfern. Die Wehrmacht bediente sich zu ihrer Versorgung der vorhandenen Ressourcen. Und nicht selten kam es bei den Beschlagnahmungen von Lebensmitteln zu massiven, gewalttätigen Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Mit dem Rückzug der Wehrmacht ab 1943 verstärkte sich die sogenannte Politik der verbrannten Erde. Dabei wurden zum einen lebenswichtige Ressourcen geraubt, zum anderen jede Form von Infrastruktur zerstört. Ganze Dörfer und Städte wurden völlig niedergebrannt. Hunger und Mangelernährung waren in den Kriegsjahren für die Mehrheit der Bevölkerung in der Sowjetunion die Regel. Die Menschen in den besetzten Gebieten wurden als sogenannte überflüssige Esser definiert. Millionen von Zivilistinnen starben nicht durch die Folgen von Kampfhandlungen, sondern an den Folgen des planmäßigen Hungers. Gleichermaßen bekamen die Geflüchteten und Evakuierten im Hinterland die Auswirkungen der Hungerpolitik zu spüren. Zu den wesentlichen Merkmalen dieses Krieges zählten von Anfang an die Aufhebung der traditionellen Schutzbestimmungen für ZivilistInnen und die Überzeugung, den Krieg nur mit äußerster Rücksichtslosigkeit gewinnen zu können. Die Ideologie der Nationalsozialisten, verbunden mit den Plänen, Lebensraum im Osten für zukünftige deutsche Kolonialisten zu schaffen, mündete in einem verbrecherischen Eroberungs-, Besatzungs- und Vernichtungskrieg gegen die Menschen in der Sowjetunion und gegen den sowjetischen Staat. Das bedeutete Raub, gnadenlose Ausbeutung der Menschen und des Landes und massenhafte Tötungen. Für Hitler war die Zerschlagung der Sowjetunion und damit verbunden die Vernichtung des Bolschewismus ein ideologischer Weltanschauungskrieg und ein Rassenkrieg. Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik führte dazu, dass fast die Hälfte der europäischen Kriegstoten sowjetische Opfer waren. 27 Millionen Menschen, davon mehr als die Hälfte zivile Opfer. Dieser Krieg und die sowjetischen Opfer, vor allem die sowjetischen Kriegsgefangenen, sind bis heute im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland nur wenig verankert. Das Museum möchte dazu beitragen, dass sich das ändert. Wenn es wieder möglich ist, kommen Sie uns besuchen. Hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen hier im Deutsch-Russischen Museum.